Robert, Ja. siehst du das nicht? Die Tür ist offen. Ja, mach's halt zu. Ich war das bei nicht. Es geht ja nicht hat darum, nicht wer es jedes Auto, was du fährst, Softclose, ja? Ein GT Black Series hat nun mal kein Softclose. Der seiner schon. Ja, da weißt du wieder Bescheid, ne? Richtig. Wobei, ich glaube, das Auto, um das es heute geht, glaube ich, könnte serienmäßig auch Softclose haben. Ich Glaube, bin ja. mir nicht ganz sicher. Es geht nämlich hier um den großen Bruder. Da hinten sehen wir ihn ja schon so in etwa. Nein, Ach so. Robert, nicht der Lamborghini. Da hinten. Der Traktor. Ja, AMG One, Leute. Da. Und zwar, die Neuigkeiten können wir jetzt endlich bekannt geben. Unser Auto ist fertig, unser Auto ist angekommen, ist abholbereit. Wir sind gerade dran, wann wir das Auto abholen werden, denn ja, es geht für mich jetzt erstmal nach Amerika und so weiter und so fort. Deswegen sind wir gerade an einem Termin dran. Und wenn wir gerade von Termin reden, warum wir jetzt hier in der Garage stehen, denn wir haben ja das Auto, den AMG One, haben wir ja schon mal so in etwa gemeinsam konfiguriert über ein Online-Portal, speziell für Kunden. Ne? Und wir haben es über eigentlich, ja, man kann sagen, ein Jahr lang haben wir es versucht, mit AMG einen Termin zu finden. Aber leider ist das einfach nicht zustande gekommen. Finde ich für mich persönlich sehr schade, denn wenn es ums Bezahlen geht, dann muss ja immer gleich alles ganz schnell passieren. Ja, klar. Aber wenn man da mal irgendwie einen Termin finden will, wo man sagt, man konfiguriert einfach mal so, dass ich euch zeigen kann, was es eigentlich damals beim AMG One für Möglichkeiten gab. Denn wie gesagt, wir sind in dem Projekt seit 2017 schon drinnen. Ich habe, glaube ich, mit YouTube damals 2019 oder so irgendwann angefangen oder sogar noch später. Und es gab nämlich damals so geil von AMG One, haben die einen speziellen Truck gebaut und da sind die ganzen Kunden hingekommen und haben sich dort dann das Auto konfigurieren können. Und da hast du die ganzen Möglichkeiten gehabt. Wir hatten dann einen Termin, haben wir bestätigt gehabt vor ein paar Wochen, aber leider hat es mich da gesundheitlich genau an dem Tag zerlegt. Dementsprechend mussten wir den Termin absagen. Aber nachdem das Auto jetzt endlich fertig ist und wir leider keinen Termin mehr finden, außer eben für die Abholung, müssen wir das Ganze hier so ein bisschen improvisieren und haben natürlich jetzt nicht so die Möglichkeiten, euch da die ganzen Farben, die ganzen Lackierungen zu zeigen, sondern wir haben wieder die Möglichkeit Online-Portal und der Robert hat irgendwo seine Rechnung rausgepackt. Richtig, die liegt auf dem Und da können wir Parkplatz. nämlich auch mal ein bisschen mal schauen, was denn der AMG One letzten Endes gekostet hat, was wir alles an Konfiguration noch mit reingehauen haben. Der Robert hat anscheinend auch schon ein iPad vorbereitet, deswegen hast du auch die Tür nicht zugemacht gehabt, Ja, richtig? richtig. Das siehst du mal. Oder? Also du hast mir ja schon richtig hier alles wunderschön vorgelegt. Das für wirkt dich schon doch wieder, immer. Robert, das wirkt schon wieder viel zu professionell. Okay, dann war jetzt nächstes Mal scheiße wieder. Sag mal, Robert, seit wann wohnst denn du in Frankfurt? Bist du umgezogen oder was? Da sind die Gewerbesteuern niedriger. Und deswegen fährst du immer so viele Kilometer aufs Auto drauf, oder Richtig. wie? Okay, verstehe. So Leute, jetzt haben wir nämlich hier Roberts Rechnung da. Da geht es nämlich dann darum, was wir nämlich hier so ausgestattet haben. Wenn wir mal schauen, wir sind hier, ich meine, wir reden ja offen. Wir können ja wirklich offen darüber reden, weil, ja, warum soll man nicht offen reden? Ja, eben. Also ich meine, gibt ja nichts irgendwo eine Geheimhaltung oder sonst was. Wir hätten ja das Auto eigentlich ja konfiguriert gehabt und wären ja wirklich schön auf die Lackierungen und alles eingegangen. Aber natürlich, nachdem wir jetzt halt improvisieren müssen, ja, muss man halt einfach hier unsere Bestellung rausholen. Ja? Richtig. Und zwar preislich reden wir hier ohne Umsatzsteuer von 2,275. Ja, das geht ja noch. Warum hast du nicht 2 genommen, Robert? Die wollten mir nicht 2 geben. Ich habe nur einen bekommen. Und was ist mit dem Valkyrie? Den kriege ich nicht. Echt? Nee, Auch jetzt nicht nachträglich oder so? leider nicht. Bin da leider zu Obwohl arm ich das dafür. Auto so geil fand. Ja, fandest du den jetzt besser? Ich würde nicht sagen besser, Robert. Aber Es ist, wie ich es ja gerade gesagt habe, du kannst sie nicht miteinander vergleichen. richtig. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe mal. Ansonsten spätestens müssen wir es testen, weil ein paar Bekannte von uns haben ja einen. Ja. Und wenn wir den Project One haben, dann sollten wir vielleicht mal wirklich einen Vergleich machen. Ich weiß auf jeden Fall, kurventechnisch war ich sehr überrascht, dass das nicht schneller gewesen ist als der AMG One. Auf die langgezogene Rechtskurve! Wie entspannt die zum Fahren ist, da geht noch so viel mehr! Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, vom Feeling her. Aber geradeaus definitiv Valkyrie ist der schneller. Zielgerade! 390, 320! Ich meine, du musst dir allein überlegen, wir reden beim Valkyrie von 1001 PS, ja, plus dann Hybrid sind insgesamt, glaube ich, 1064 PS gewesen. You are fake news.
Es sind insgesamt 1164 PS gewesen und dann sind wir bei einem Gewicht, glaube ich, gewesen bei 1,3, irgendwie sowas. Und beim AMG One reden wir halt von knapp 1700 Kilo, 1063 PS und man darf ja nicht vergessen, klar, wir haben einen reinen Formel-1-Motor verbaut, allerdings leistet dieser nicht einmal 600 PS und der Rest ist halt einfach alles Elektropower. Und das macht natürlich das Auto wiederum geil, kurventechnisch, weil du die ganzen Elektromotoren verbaut hast. Bedeutet, du hast richtig einen Punch aus der Kurve raus und wie man das von der Balance hinbekommen hat. Nur ich denke mir halt natürlich, wenn du beim AMG One richtig, wo du sagst, das Auto hat so viel Potenzial, wird natürlich schon noch mal mehr gehen. Und dementsprechend denke ich halt, beziehungsweise das Denken, bin ich mir ziemlich sicher, geradeaus wird der Valkyrie schneller sein. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht ja um unsere Konfiguration. Also 2,275 hat das Auto Serie gekostet, Grundpreis. Und jetzt schauen wir doch mal, jetzt gehen wir doch mal hier auf die erste Seite, was wir hier alles haben. So, und jetzt kommen wir zu Thema Nummer 1, das wichtigste Thema. Welche Lackierung haben wir genommen? Und zwar haben wir unseren AMG One in Hyper Black genommen. Und zwar haben wir unseren AMG One auch in dem sogenannten Motorsport Styling Paket genommen. Allerdings nicht von Silber auf Schwarz übergehend, sondern wie hier beim AMG GT Black Series P1 Edition komplett in Schwarz mit den Sternen. Du konntest ja beim GT Black Series P1 Edition das Silber auf Schwarz übergehend auswählen oder wie hier in dem kompletten Schwarz. Es gab ja auch das sogenannte Wave, allerdings hier, ich finde das mit den Sternen einfach so viel mehr sexy. Ja. Und innenraummäßig haben wir auch das Ganze hier wie beim GT Black Series und zwar mit den Petronas-Nähten genommen. Bedeutet, Robert, ich bin mir da sicher, nachdem wir dieses Motorsport-Styling-Paket haben, es geht ja um Style. Richtig. Ja? Safe. Also ich sag dir ganz ehrlich, sind wir da 2 Sekunden schneller. Weil ich sag dir, wenn wir gelbe Nähte oder rote Nähte genommen hätten, ja, dann würden wir da easy schon wieder 2 Sekunden verlieren. Ja? Also das macht wirklich einen großen Unterschied aus. Was aber auch ein großer Unterschied ist, Leute, hier diese schwarze Lackierung ist anders als beim AMG One. Denn beim AMG One ist es das sogenannte Hyper Black, ist nochmal exklusiver, ist nochmal, frag mich was, anders lackiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir natürlich das Auto komplett folieren. Und jetzt kommen wir zu euch, Leute. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Und zwar, sollen wir das Ganze wie beim GT Black Series machen und zwar eine matte Steinungschutzfolie drüber ziehen? Bedeutet, dann wird er so wie hier matt schwarz oder sollen wir ihn glänzend lassen, also eine glänzende Folie? Kommentiert mal drunter, was ihr nehmen würdet und dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier weiter. Wir gehen mal auf Seite 2. Jetzt kommen wir sogar schon hier mal zu Preisen. Also, was haben wir noch genommen? Natürlich wichtig, Rennstrecke. Wenn wir mal schauen, was wir da so dieses Jahr machen. Die sogenannten 6-Punkt-Gurte, ich finde, da haben sie irgendwie einen Arsch offen. Muss man einfach sagen, aber es ist halt leider einfach ein Muss. Und zwar knapp 6.000 Euro. Boah. 5.950 Euro. Robert, was meinst du, wo wir da überall in Urlaub fliegen könnten? Da könnten wir Mallorca, da könnten wir Ballermann 2 Monate durchsaufen wahrscheinlich. Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Ja? Boah, da würde ich mich drin sehen. Oder da würdest du dich sehen. Ja gut, aber es macht doch Sinn. 6-Punkt-Gurte, 6.000 Euro. Jeder Punkt 1.000 Euro. Ja gut, ja. Und das ist wichtig für die Erhaltung, ne? Richtig. Und wie gesagt, also du kannst beim Auto ja nicht allzu viel ausstatten. Aber bevor wir jetzt hier zum nächsten Punkt kommen, ich meine, wichtig ist ja erstmal, weil du hast es serienmäßig ja schon so viel hier dabei. Und zwar, klar, Keramikbremse, Ride Control bedeutet, wir haben natürlich auch Lifting-System. Die ganzen Carbon-Umfänge sind in matt gehalten. Das finde ich ein bisschen schade, ist aber beim Motorsport-Styling-Paket so, dass du alle Carbon-Teile nur in matt hast. Das müssen wir uns mal überlegen, ob wir das in glänzend machen. Das ist einfach serienmäßig beim Motorsport-Style-Paket so. Wenn du natürlich jetzt nicht das Motorsport-Styling-Paket nimmst, dann kannst du es auch in glänzend Carbon nehmen. Aber okay, gut. Dann haben wir, was ist Sportbereifung? Na gut, Sportbereifung wird Michelin Pilot Sport Cup 2 R-Reifen sein. Das wird richtig gut. Und es gibt optional sogar auch Slicks für das Auto. Habe ich aber nicht bestellt, weil ich natürlich die Hoffnung habe, dass Michelin mir einfach ein paar zur Verfügung stellt.
handelst du ja wieder aus, Robert, oder? Richtig. Dafür bist du ja immer zuständig. Genau. So, LED High-Performance-Scheinwerfer, Heckleuchten, Außenspiegel in Carbon, sogar elektrisch verstellbar. Da ist aber was los. Aber du kannst sie nicht einklappen, denn das ist nämlich gerade aktuell das Problem mit dem Anhänger, weil das Auto sehr, sehr breit ist. Was haben wir dann hier noch? Parktronic. Front- und Rückfahrkamera. Sag mal. Das Ding ist ja volle Hütte ausgestattet. Scheibenwischer, Gott sei Dank, haben wir Wegfahrsperre, Vorwärmfunktion, Motor. Ja, das ist eben natürlich das Thema, wie das Auto überhaupt Straßenzulastung bekommen hat. Bedeutet, die Katalysatoren glühen vor, damit das Auto dann irgendwann startet. Schalensitze, dann ja gut, Carbon. Alcantara-Lenkrad, das haben wir hier alles dabei. Wir haben sogar einen USB-Anschluss, sage mal. Deswegen sage ich ja, das ist halt das Thema, Leute. Deswegen kannst du Valkyrie mit AMG One nicht vergleichen. Den Valkyrie, meiner Meinung nach, du kannst das Auto auf der Straße fahren, das Ding hat Straßenzulassung. Die Frage ist, wo willst du damit fahren? AMG One ist wirklich tiefenentspannt zum Fahren. Du kannst mit dem rein elektrisch fahren. Allein beim Valkyrie schon das Einsteigen. Ich finde es absolut geil. Ich würde auch damit auf der Straße fahren, aber ich sage euch eins, entspannt ist es definitiv nicht. Mit dem AMG One geht das einigermaßen noch, ja. Dann haben wir, ja gut, wir haben den ganzen Dachhimmel aus Alcantara. Wir haben auch eine Klimaanlage, ist ja auch ganz wichtig. Sagen wir haben da echt viel mit dabei, das muss man echt sagen. AMG Performance Sound System. Oida. Ja gut, innen drinnen ist die Kiste deutlich zu laut. Außen müssen wir mal schauen, was da noch so geht mit der Zeit. Ja, sonst ja, hier haben wir alles Mögliche dabei. Und dann kommen wir hier wieder jetzt, was es optional noch gab. Und zwar, dann haben wir hier das Car-Cover genommen. Ich finde, es ist ein Muss und es sieht auch sehr sexy aus, auch wenn es extrem teuer ist. Ja? Denn wir sind hier bei knapp 3.000 € gewesen. Alter. Aber du wirst sehen, 3.000 € ist extrem, extrem viel Geld. Vor allem einfach nur für ein simples Car-Cover. Aber es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Und bis du dir eines anfertigen lässt, weil das ist natürlich speziell auf den AMG One angefertigt, ist das halt natürlich ein extrem hoher Aufwand. Und jetzt kommen wir eigentlich zum größten Kostenfaktor. Wie gesagt, wenn du einen normalen AMG One nimmst, dann kannst du da die ganzen Carbon-Teile und so weiter, kannst du da damit ausstatten. Und wir haben ja eben das Motorsport Styling-Paket genommen. Wir reden natürlich jetzt gerade hier von Preisen inkludiert mit Mehrwertsteuer. Bedeutet das Motorsport Styling-Paket bestehend eben, dass wir hier schwarze Lackierung haben, die ganzen Sterne sind lackiert, wir haben im Innenraum alles in Petronas gehalten und dann vor allem ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist natürlich der größte Kostenaufwand, sind die Magnesiumräder und das ist natürlich auch ein Muss. Und zwar reden wir hier preislich von 101 und 150.000 €. Das ist extrem, extrem viel Geld, denn dafür kriegst du, ja, was kriegst du dafür gerade aktuell? Ein M3 Touring, ja, glaube ich, oder? Ja, wobei, ja, doch, stimmt. Aber du kriegst einen normalen M3, kriegst du sehr solide ausgestattet, Ja. Das definitiv. Ist aber meiner Meinung nach wertanlagenmäßig, auch für die Rennstrecke, wenn du damit fährst, ein sehr wichtiger Punkt und du hast das Auto einfach volle Hütte. Und wenn wir jetzt mal davon reden, ja, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir haben uns den GT3 RS ausgestattet mit dem Weissach-Paket, das hat damals auch 35.000 € gekostet. Ja. So, ist natürlich jetzt deutlich günstiger. Aber auch, ich glaube, GT2S war das Weissach-Paket noch mal teurer. Aber wenn wir dann zum Beispiel schauen, 918 Spider und das Auto ist mittlerweile über 10 Jahre alt, gab es damals das sogenannte Weissach-Paket. Klar, es war noch mal etwas weniger Gewicht. Beim AMG One ändert sich da nichts. Es wird natürlich minimal leichter sein, einfach durch die anderen Felgen. Aber da haben wir damals preislich schon von um die 70.000 € geredet. Hier 101.000 €. Das sind ohne Mehrwertsteuer sind das 85.000 €. Also um den Dreh sind das 15.000 € weniger gewesen. Und ich finde hier AMG One ist halt natürlich durch den Formel 1 Motor einfach diese ganze Exklusivität, auch nochmal weniger Stück als 918 Spider. Ist das irgendwo gerechtfertigt? Vor allem, wenn du natürlich auch vom Grundpreis schon ausgehst beim AMG One. Ja, letzten Endes, wo sind wir dann hier gelandet? Gesamtpreis waren es 2,8. 17.325 €. Okay. Ja. Das ist eine Zahl. Das ist natürlich, klar Leute, das ist extrem, extrem viel Geld. Und ihr wisst, ich rede normalerweise nicht über
Geld, sondern eher, mir geht es ja hier um die Performance wie beim AMG One. Aber wir haben ja gesagt, wir reden jetzt mal offen darüber. Ihr wolltet natürlich die ganzen Informationen wissen. Aber man muss natürlich dazu sagen, Leute, es gab noch nie so ein Auto und es wird nie wieder so ein Auto geben, wo du wirklich einen Formel-1-Motor mit einer Straßenzulassung hast. Und das macht das Auto extrem speziell, extrem selten, extrem exklusiv. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Fahrzeug über die nächsten Jahre vom Wert her entwickeln wird, weil ich glaube, das wird halt wirklich eine reine Ikone werden. Wir werden natürlich deswegen trotzdem mit dem Auto fahren, ist ganz klar, wir werden damit Autobahn fahren. Wir wollen natürlich damit auch mal auf die Rennstrecke gehen. Und ja, ich glaube, wir haben eigentlich soweit das Thema hier durch, Robert, oder? Ich glaube, wir können mal hier, wie geht denn das schon wieder hier zu? Da oben einmal draufdrücken. Einfach zuklappen. Und ja, wie gesagt, Leute, der nächste Step ist natürlich, dass wir den AMG One abholen werden. Und wie gesagt nochmal, wir freuen uns da wirklich extrem drauf. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie der AMG One so über die Zeit wird. Das Warten hat endlich ein Ende. Ganz ehrlich, für mich ist es überhaupt nicht schlimm gewesen, dass wir dazu über die letzten Jahre warten mussten. Denn wichtig ist, dass das Auto zu 100% funktioniert und auch nochmal, ja, eigentlich mega, wie das AMG über die letzten Jahre gemacht hat. Für mich, wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir es leider über das eine Jahr hinweg nicht hinbekommen haben, das Auto gemeinsam zu konfigurieren, euch da nochmal mehr die Möglichkeiten zu zeigen, um euch da nochmal mehr mitzunehmen. Aber wir werden natürlich mal schauen, was wir dann bei der Übergabe alles machen werden. Ah ja, und stimmt, eine Sache habe ich nämlich noch vergessen, weil das kam nämlich letzte Woche an. Und das meine ich eben mit diesen Gesten von AMG, was du da immer und immer wieder bekommst. Jetzt, wenn ich nur den Kofferraumdeckel finde, hier. Heute. Und zwar, Was du jetzt? schaut mal her, Leute, was wir hier bekommen haben. Was ist das denn? Und das ist halt genau das, Boah. was es halt bei AMG ausmacht. Und zwar, wenn wir hier aufmachen, Fliegt das schaut schon mal her. auseinander? Und Alter. zwar, wir haben hier einfach eine Xbox bekommen, ja, und das im AMG One-Style. Zieht euch das mal rein. Hä? Ist das nicht geil? Und das finde ich, also ich meine, das ist jetzt schon nicht mehr eine kleine Sache. Ich meine, das ist halt einfach eine ach du Scheiße, ich reiß schon wieder hier alles ab. Alles reiße ich ab. Jetzt was habe ich hier abgerissen? Den Neutralknopf. Ja, was haben wir hier? Brauchen wir eh nicht. Ah, hier E-Pass, ganz wichtig. Ja, also hier ist eigentlich, ja, was ist denn hier drinnen überhaupt? Ich glaube, dass Parfüm, hier oder? irgendwie Parfüm oder irgendwas drinnen ist. Ja, aber das meinte ich eben mit diesen kleinen Gesten. Und ich würde sagen, Robert, wir machen jetzt hier die Klappe zu, Ja. so einigermaßen. Alter, da hast du sogar eine Xbox Und unten. dann, was? Da hast du sogar eine Xbox unten. Ja, sag ich doch. Hä? Habe ich doch gesagt, das ist eine Xbox. Bruder. Deswegen. Aber nicht, dass du jetzt hier auf die Idee kommst, dass du jetzt hier mit der Xbox hier spielen willst. Ne? Es wird hier Ey, wieder schön, tu das es mal wird auf hier die alles wieder schön Kleinanzeigen. verpackt und zugemacht, Leute. Okay, chillig. Und ich würde sagen, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und dann spätestens zur Übergabe, würde ich sagen, oder? Richtig. Alles klar. Also, Bis dann. peace out, Leute.